Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commake. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich hier in meinem Keller eine Infrarot-Heizfolie in die Wand einspachtel. Die Folie ist 60 cm hoch, extrem dünn, wird mit Niedervoltspannung betrieben, extrem sparsam, denn sie erwärmt nicht die Luft, sondern die Gegenstände, die sie anstrahlt. Und wie das Ganze funktioniert und ob es überhaupt funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran, gleich geht's los. Der Keller, in dem ich mich gerade befinde, gehört zu einem Haus, das im Jahr 1900 gebaut worden ist. Die Wände sind extrem dick, aus Ziegel gemauert, aber es gibt leider kein richtiges Fundament. Ich habe den Bereich um das Haus herum trockengelegt, eine Drainage verlegt, das Ganze so weit vorbereitet und trocken gemacht, wie es eben ging. Und im Innenbereich habe ich eine zusätzliche bzw. neue Horizontalsperre eingebaut, um aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das alles gemacht habe, dann schaut mal oben rechts in die Ecke, da verlinke ich euch die Videos zu diesem Projekt. Was mir hier aber fehlt, ist eine Heizung. Dieser Bereich wird als Spa, als Sauna verwendet und gerade im Winter, wenn ich die Sauna nutzen möchte, ist es doch hier extrem kalt. Aktuell haben wir Januar 10,4 Grad mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 78%. Das war schon deutlich schlimmer, aber ich denke, ihr gebt mir recht, bei 10 Grad zu saunieren macht nicht wirklich Spaß. In der Sauna soll es ja warm werden. Ich kann hier keine großen Heizungen einbauen, beziehungsweise keine wassergeführten, denn die Lage des Kellers ist hierfür einfach zu ungünstig. In der Vergangenheit habe ich aber mit Infrarotstrahlern sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Nachteil an diesem System ist jedoch, dass er sehr punktuell arbeitet. Das sind die Teile, die ihr aus der Gastronomie kennt, die bestrahlen den Tisch, die Gäste, aber alles außen herum bleibt einfach kalt. Nun möchte ich eine Flächenheizfolie in diesen unteren Bereich einspachteln. Die Folie seht ihr hier. Die hat eine Länge von 5 Metern, reicht genau von dort hinten bis hier vorne an meine abgestellte Wand. Die Höhe beträgt in diesem Fall 60 cm, passt also auch perfekt in diesen Bereich, den ich mit einer Dichtschlemme bereits abgedichtet habe. Für den elektrischen Anschluss gibt es nur zwei Kabel, einen Pluspol und einen Minuspol, denn dieses System läuft mit 24 Volt Gleichstrom. Um die 220 Volt Wechselstrom, die ich ja im Hausnetz habe, herunter zu regeln, zu transformieren, habe ich mir einen 24 Volt Transformator gekauft. Dieses Gerät hat eine Ausgabeleistung von 600 Watt. Dementsprechend schwer ist dieses Teil, das bringt sicherlich 6-7 Kilo auf die Waage. Ich werde von meinem Sicherungskasten ausgehend ein Kabel ziehen, werde zunächst einen Shelly zwischenschalten, um zu sehen, wie hoch der Stromverbrauch ist. Vom Shelly geht es dann in den Trafo und der Trafo hat zwei Ausgänge, einmal für das Pluskabel und einmal für das Minuskabel dieser Heizfolie, dieser Heizrolle. Die Heizrolle könnt ihr euch hier nochmal ein wenig genauer anschauen. Ihr seht, die ist extrem dünn, hat auf der einen Seite ein Kupferband mit dem Minuspol und auf der anderen Seite ein weiteres Kupferband mit dem Pluspol. Die Fasern hier dazwischen sind mit Kohlenstoff bzw. anderen leitfähigen Materialien versehen. Das erzeugt eine Wärmewandlung von elektrischem Strom zu nahezu 100% in Wärme. Der große Unterschied zu Elektroheizung besteht hier aber darin, dass eben nicht die Wärme über Reibungswärme erzeugt wird, sondern über Strahlungswärme. Laut der Werbung soll diese Folie genügend Wärme für den Raum erzeugen, da ja die gesamte Wand durch die Infrarotstrahlung erhitzt wird, um am Tag pro Stunde maximal 5 Minuten zu laufen und die Energie bzw. die Wärme zu halten. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie der Stromverbrauch sich am Ende niederschlägt. Um das Ergebnis meiner Arbeit zu überprüfen und zu sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat, wie ist der Vergleich vorher zu nachher, habe ich mir eine Wärmebildkamera gekauft. Diese Kamera gibt es für knapp über 100 € und damit möchte ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal die Wand ausmessen und ich hoffe, man kann es hier gut erkennen. Ihr seht hier die Wärmeentwicklung. Das Fenster ist deutlich wärmer als die Wand. Nach hier hinten hin wird es etwas wärmer. Auch hier das zweite Fenster und ganz klar die Ecken.
Auf dem Display sind die Mindesttemperaturen, die zentrale Temperatur, die Maximaltemperatur erkennbar und ihr seht, in der Ecke hat es lediglich knapp 6 Grad. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Übrigens, diese Wärmebildkamera kann auch für jede Menge anderen Blödsinn verwendet werden. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr das Teil bekommt und auch das andere Zeug, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Alles, was ich hier verwende, was ich hier verbaue, verlinke ich euch da. Ich habe die Heizfolie der Länge nach auf dem Fußboden ausgerollt und habe die beiden Kontakte am Trafo angeschlossen, wie ihr hier sehen könnt. An der Heizmatte selber sind die Kabel mit speziellen Krimpern bereits vormontiert im Kupferleitkabel hier. Es gibt aber auch Systeme, wo ihr das selber machen könnt, um individuell diese Folie zurechtzuschneiden. Apropos zurechtschneiden, ihr könnt diese Folie an jeder x-beliebigen Stelle kürzen, einfach durchschneiden. Das funktioniert, verlängern funktioniert auch mit entsprechenden Kabelverbindern und laut Hersteller soll es auch kein Problem sein, Löcher auszuschneiden, wie ich es jetzt hier an der Steckdose machen muss, um die Steckdose dort reinzubekommen. Ich kann in der Folie einfach ein Loch ausschneiden, dieser Bereich wird trotzdem weiterhin von der Heizung genutzt. Ich werde nun den Stecker in die Steckdose stecken und einfach mal schauen, was passiert. Ihr seht jetzt hier, das ging sehr, sehr schnell. Eine Art Muster ist zu sehen. Hier ist ein Bereich, der sehr, sehr stark erhitzt wird. Und hier hinten ist es im Moment noch etwas kälter. Was ich sagen kann, ist, wenn ich mit der Hand über dieser Folie bin, man spürt diese Wärme. Die Strahlung, die hier abgegeben wird, ist durchaus zu spüren. Die Heizfolie läuft jetzt ungefähr eine Viertelstunde und es wird Zeit für ein Ergebnis vor dem Einbau. Wie ihr sehen könnt, ist die Folie nach wie vor nicht flächig, hell, also erwärmt. Es gibt einige Hotspots wie diesen hier und ich habe herausgefunden, dass diese hellen Stellen einfach daraus resultieren, dass die Folie hier ein wenig in der Luft liegt und deswegen wärmer erscheint, denn die Fliesen darunter sind ja extrem kalt. Um zu schauen, ob es insgesamt tatsächlich gut funktioniert, werde ich jetzt einfach mal die Folie hier zurückziehen. Ihr seht, die Folie ist hier umgekrempelt. Und der Vergleich vom Fußboden, 10 Grad in der Mitte, im Vergleich dazu 8 Grad, 8,1 Grad, die Fliese daneben hat. Also ungefähr 2 Grad in einer Viertelstunde, die dieser kalte Fliesenboden aufgenommen hat. Tja, was mache ich nun? Ganz einfach, ich werde den Untergrund dieser Wand nun vorbereiten, denn diese Folie, diese Heizfolie, dieses Vlies wird in die Wand eingespachtelt. Habt ihr eine Gipskartonwand, habt ihr einen Bereich, der trocken ist, könnt ihr dafür ganz normalen Gipsputz nehmen, Rotband, wie auch immer. Einfach die Wand mit einer kleinen Zahnung vorspachteln, die Folie hineindrücken und danach idealerweise mit einer Plastikkelle nochmal schön glatt ziehen. Wichtig ist, dass ihr dieses Vlies nicht beschädigt, nicht zu sehr beschädigt, denn sonst habt ihr irgendwo Stellen, wo es nicht mehr funktioniert. Bei mir ist es leider nicht ganz so einfach, denn dieser Bereich ist ein Feuchtraum. Und hier möchte ich nur ungern mit Gips und dergleichen arbeiten. Deswegen habe ich mir einen zementbasierten Spachtel geholt. Der ist deutlich teurer, aber ich hoffe, dass es den Mehraufwand rechtfertigt. Zement reagiert eben nicht so stark mit der Feuchtigkeit hier im Raum, die ja durch die Sauna, durch die Dusche entstehen kann. Und auch Schimmel ist deutlich weniger. Ich werde die Oberfläche nun mit dem Spachtel abziehen, ganz dünn mit der Zahnkelle werde ich das aufziehen, die Steckdose vorher entfernen. Ich werde hier hinten durch die Wand hindurch für die beiden Kabelanschlüsse, einmal hier und einmal hier unten, durch diese Wand hindurch die Löcher bereitstellen und hier unten drin kann ich dann meinen Trafo installieren an der Wand und entsprechend die Anschlüsse ziehen. Ich werde die
Hohlwanddose hier an der Seite platzieren, werde die Fernbedienung einbauen, dieses Modell mit WLAN-Steuerung. Das heißt, ich kann auch von einem anderen Bereich aus das Ganze steuern und vor allen Dingen auch den Stromverbrauch mit dem Shelly, der dann hier drin sein soll, überwachen. Ich bin gespannt, wie gut ich vorankomme. Ich lasse jetzt für euch einfach mal die Kamera mitlaufen, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze funktionieren kann. Und am Ende bin ich gespannt, ob es dann tatsächlich auch funktioniert. An der Stelle freue ich mich aber, wenn ihr mir schon mal ein Feedback gebt, nämlich den Daumen nach oben für dieses Video. Abonniert meinen Kanal, schaut mal unten rechts auf Abo, klickt da drauf. Dann verpasst ihr keins meiner neuen Videos und wenn euch das ganze Zeug hier interessiert, ihr das nachmachen möchtet, dann schaut unter das Video in die Beschreibung, dort habe ich euch alles verlinkt, könnt ihr direkt draufklicken, nachkaufen. Kein Extrapreis für euch, aber eine kleine Provision für mich und meinen Kanal, um diese ganzen Videos zu finanzieren. Vielen Dank an der Stelle und nun viel Spaß mit meinem Zeitraffer-Video. Infrarot-Carbon-Heizfolie wurde in die Wand eingespachtelt. Mit einer Zahnspachtel haben wir den Betonspachtel aufgetragen, die Folie in die frische Spachtel hineingepresst und mit einer Kelle wieder abgezogen. Das Ganze ist dann nochmal verrieben worden von mir. Man sieht es hier, denke ich, sehr gut. Teilweise guckt die Folie noch heraus. Das macht aber nichts, denn der gesamte Raum wird noch einmal nachbehandelt, denn der Übergang von unten nach oben, den muss ich ja noch anpassen. Den Trafo habe ich in dieser Hohlwand verbaut. Vom Sicherungskasten geht ein Kabel direkt in den Thermostat. Vom Thermostat geht das Stromkabel in einen Shelly, den ich hier unten mit verpackt habe, und vom Shelly geht das Ganze zum Trafo. Der Trafo hat die beiden Kabel, einmal hier und einmal hier, um diese Carbonheizfolie mit Strom zu versorgen. Der Anschluss ist nicht sonderlich schwer. Denkt dran, eine Fachkraft sollte das ausführen oder ihr solltet zumindest ein bisschen Ahnung haben von dem, was ihr da tut. Ich habe mir direkt nachdem das Ganze angetrocknet war, mal Markierung gemacht mit meinem Feuchtigkeitsmessgerät, um zu schauen, welche Auswirkungen diese Folie auf die Feuchtigkeit in der Wand hat. Bevor ich dazu übergehe, möchte ich euch aber erstmal zeigen, wie die Wand beheizt wird. Die Wandheizung läuft jetzt ungefähr 2 Tage am Stück und ich denke, man kann es hier schon sehr, sehr gut erkennen, den Unterschied zwischen der kalten Wand oben drüber und dieser Heizfolie. Ihr seht jetzt hoffentlich auf der Anzeige, dass in der Mitte, da wo ich gerade mit dem Steuerkreuz bin, 22 Grad die Wand an Temperatur hat. Die normale Außenwand hat aktuell 11 Grad und unten drunter dieser Bereich liegt bei 21,6, 21,4 Grad. Also da ist schon deutlich zu sehen, dass diese Folie etwas bewirkt. Hier hinten, wo ich die Steckdose ausgeschnitten habe, sieht man auch sehr schön diese 2 hellen Punkte links und rechts der Steckdose. Diese hier, einmal hier und einmal da. Da hängt die Folie ein wenig in der Luft, beziehungsweise ist sie nicht überspachtelt worden. Daher erscheint sie hier auch deutlich wärmer. Tja, was bringt es im Raum? Ich habe meinen Home Assistant eingerichtet. Ich habe ja mein Thermostat mitlaufen, 13,5 Grad habe ich aktuell hier, 13,4, es ist jetzt gerade wieder runtergegangen. Etwas Ernüchterung macht sich breit, denn mehr bekomme ich hier nicht raus. Die Temperatur ist von durchschnittlich 9 bis 10 Grad angestiegen auf 13 bis maximal 14 Grad, zumindest mit diesem Thermostat hier hinten in der Ecke in der Fensternische. Die Außentemperaturen liegen aktuell bei -5 bis -7 Grad und die Fenster sind doppelt isoliert mit Argongas ausgefüllt. Also die Kälte bleibt grundsätzlich draußen. Es ist ein wenig wärmer geworden, aber ich hätte mir doch mehr erhofft. Wenn ich die Hand davor halte, muss ich sagen, man spürt es. Es ist nicht die klassische Heizung, die klassische Wärme, wie man es von einer wassergeführten Heizung kennt oder einer reinen Elektroheizung, sondern es handelt sich hier um Strahlungswärme. Wenn man angestrahlt wird, dann merkt man diese Wärme, aber der Raum selber erhitzt sich gar nicht so sehr.
Ein weiterer Grund, warum diese Heizung nicht mehr Temperatur bringt, könnte unter anderem auch sein, dass diese 450 Watt Heizleistung, die ja hier in dieser Folie stecken, einfach zu wenig für diesen Raum sind. Der Raum hat ungefähr 5 mal 4 Meter mit 2,30 Meter Deckenhöhe. Roundabout sind das ungefähr 1600, 1700 kW Heizleistung, die ich hier benötige. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger vielleicht. Das bedeutet, diese kleine Fläche macht gerade mal 1/3 aus von dem, was der Raum grundsätzlich bräuchte. Ich habe ja schon als Gedanken, die Wand, die sich ja hier hinten noch befindet, ebenfalls dafür zu nutzen. Grundsätzlich kann man ja überall diese Folie hineinspachteln. Wichtig ist nur, dass dieser Bereich, diese Wand eben nicht mehr verbaut wird, sprich kein Schrank davor gestellt wird, keine absorbierenden Folien, Tapeten und so weiter. Das Ganze muss frei bleiben, damit eben diese Heizwärme herauskommt. Tja, unterm Strich muss ich sagen, ich hätte mir mehr davon erhofft, aber es kommt einiges rum und auch vom Stromverbrauch muss ich sagen, die 450 Watt werden vom Gerät eingehalten. Das Ganze schwankt so zwischen 440 und 460 Watt, relativ konstant, wie ihr auch an meiner Home Assistant Übersicht sehen könnt. Eine Sache möchte ich euch aber auf jeden Fall noch zeigen. Und zwar habe ich hier mein Feuchtigkeitsmessgerät, kalibriert, schön. Und ich habe hier direkt, nachdem der Putz dieser Spachtel angetrocknet war, bereits ein erstes Mal gemessen. Und wenn ich jetzt die Wand nachmesse, nachdem die Heizung 2 Tage gelaufen ist, sieht man, denke ich, doch den Unterschied sehr, sehr gut. Von 57 auf 47 runter, dann von 51 auf 49 runter. Die Spitzenwerte hatte ich ja hier nochmal gehabt, 70 auf 44 und selbst hier hinten in der Ecke von 52 auf 43 herunter. Das ist dann doch eine ganze Menge, die an Feuchtigkeit in der Wand heruntergegangen ist. Das war ja auch ein Ziel gewesen, die Wand einfach trockener zu gestalten. Kurioserweise ist eins passiert, als ich die Heizung das erste Mal eingeschalten habe. Der Spachtel hier war soweit bereits handtrocken, also er war schon weiß gewesen. Als ich die Heizung eingeschalten habe, haben sich hier oben drüber Wasserablagerungen gebildet. Man hat richtig gesehen, wie das Wasser von unten nach oben gedrückt wurde und hier in den Raum hinein verdunstet ist. Wie ist eure Meinung zu diesen Heizfolien? Keine klassische Wasserheizung, keine klassische Elektroheizung, sondern eine Strahlungswärme, die die Objekte, die sie anstrahlt, erwärmt und somit doch die Kosten drücken kann. Habt ihr Erfahrung damit gemacht? Schreibt mir unter das Video, wie ihr darüber denkt, wie eure Erfahrungen sind. Schreibt mir auch, wenn ihr einfach euch mit mir austauschen wollt zu den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe während der Installation oder wenn ihr wissen wollt, ja, wie ich das Ganze im Detail gemacht habe. Ich werde diese Heizfolie natürlich in der Wand lassen, da kann ich nichts mehr rausreißen und in einem guten Jahr einfach mal ein Fazit ziehen, dann gibt es ein nächstes Video, ein neues Video, einfach mal einen Langzeittest. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt unter dem Video auf den Abonnieren-Knopf, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Gebt mir für dieses Video ein Like und vergesst nicht, unter das Video in die Videobeschreibung zu schauen. Dort verlinke ich euch nochmal die Details, die Links zu den Produkten, zu den Sachen, die ihr einfach beachten müsst, auch zu meinem Baublog, wo ich viel, viel tiefer in die Materie mit weiteren Bildern und dergleichen eingehe. Ich freue mich schon auf den Austausch mit euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.